Hi, ich möchte euch mal zeigen, was ihr im ersten Monat Stadia Pro auf einen Klick für Spiele erhaltet. Und das sind nicht nur diese 4 neuen. Bevor ich aber jetzt wirklich auf die gesamte Liste zu sprechen komme, muss ich kurz erklären, was Stadia und Stadia Pro eigentlich ist und wie das so funktioniert. Braucht man denn ein Stadia Pro Abo, um auf Stadia ein Spiel zu spielen? Nein, man könnte sich auch Spiele kaufen und diese dann spielen. Hier in der Grafik kann man genau sehen, welche Funktionen bei Stadia dabei sind und welche Funktionen sich mit Stadia Pro zusätzlich nutzen lassen. Im grauen Bereich seht ihr alles, was bei Stadia kostenlos dabei ist und im roten Bereich das, was Stadia Pro an Zusatzfeaturen bietet. So bekommt ihr für 9,99 € im Monat nicht nur 4K-Grafik und 5.1 Surround Sound, sondern auch kostenlose Games in eure Stadia Pro Library. Und ihr profitiert von besonderen Angeboten im Stadia Store und spart dann nochmal auf eure Games-Käufe. Das heißt also, dass ihr, solange ihr Stadia Pro aktiv habt, kostenlose Spiele in eure Pro-Bibliothek gespült bekommt. Diese könnt ihr dann so lange behalten und so lange spielen, wie ihr ein Stadia Pro-Abo aktiv habt. Das heißt also, wenn ihr euer Stadia Pro-Abo kündigt, sind die Spiele erstmal weg, aber ihr bekommt sie wieder, sobald ihr eure Stadia Pro-Mitgliedschaft wieder reaktiviert. Dann ist der Spielstand genau da, wo er mal war, und so wächst eure Stadia Pro-Bibliothek sukzessive über jeden Monat, den ihr Mitglied seid, an. Im Umkehrschluss bedeutet das, solltet ihr eine Pause einlegen, könnt ihr diese freigeschalteten Spiele nicht mehr spielen, aber auch keine neuen hinzufügen. Solltet ihr die Pause beenden, gilt wieder voriges Gesagtes. Vorneweg gleich eine Info: Ich bin zwar kein Stadia Founder, also nicht von ganz Anfang an dabei gewesen, aber ich kam sehr früh zu Stadia Pro Abo und habe es bis heute beibehalten und werde es auch noch lange nutzen. Das hat mir bislang 160 Spiele in meine Bibliothek beschert, und was das für Spiele in meine Bibliothek gebracht hat, ist ein Thema eines ganz anderen Videos. Aber hier möchte ich euch zeigen, was jemand bekommt, der im Mai 2022 Stadia Pro Mitglied wird, und ich werde vielleicht monatlich weitere solche Videos nachschieben, weil sich dann doch jede Menge in einem Monat ändern mag. Hier nun die gesamte Liste der Stadia Pro Spiele, die im Mai 2022 auf einen Schlag freischaltbar sind. Da hätten wir Lumode Master Mode Chronicles, gerade ganz neu zu Stadia hinzugekommen und sofort im Stadia Pro Lineup gelandet. World War Z Aftermath, ein First-Person-Zombie-Ego-Shooter. City Legend: The Curse of Crimson Shadow. Habe ich selbst noch nicht angespielt, muss aber richtig gut sein. Dawn of the Monsters. Lasst euch nicht täuschen von der comicartigen Grafik, das Spiel ist wirklich der Hammer. Adam Wolf, geniales Storytelling. Rennen mit Rhein, Rundreise Deluxe Edition. Ein Titel, den man nicht unbedingt ausprobiert haben muss, aber der nächste auf jeden Fall. One-Hand Clapping, da war ich schon im Early Access dabei. Ein Spiel, das man kaum mit Controller, sondern mehr mit dem Mikrofon steuert. Chicken Police Painted Red, davon habe ich ein paar Streams online. Schaut mal da rein, das ist es wirklich wert. Ein sehr smoothes Jazz-RPG und vor allem ein Pixel-Grafik Point-and-Click geniales Spiel, muss man dazu sagen. Wreckfest, ein Super Racer, und das, was der Name verspricht, steckt auch drin. Es ist wirklich ein Kaputtmachspiel. Transformers Battlegrounds Complete Edition, ein von mir noch nicht angespieltes Spiel, aber ein, habe ich mir sagen lassen, gutes Spiel als Vorstufe zum rundenbasierten Kampfsystem von JRPGs. Wavetale, sehr smoothes Gameplay, eine wirklich schöne Indie-Perle. Saints Row 4 Re-Elected, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Hello Engineer. Im Hello Engineer-Universum ein etwas crazy Game mit vielen Elementen und Zusammenstecken, Bauen, vor allem im Koop ein sehr gutes Game. The Falconeer Warrior Edition, selbst noch nicht angespielt. Merrick's Market, das habe ich schon angespielt. Ist aber ein ganz tolles Spiel, auch sogar für Kinder geeignet, weil man muss sich nur die verschiedenen Items merken. Ist ein bisschen mit Geschicklichkeit verbunden, aber ein bisschen mit Organisationstalent versehen. Darksiders 3, damit sind alle 3 Darksiders-Teile im Stadia Pro Lineup, aber nicht gleichzeitig, jetzt nur noch das Darksiders 3 hier drin. Darkwood, ein Top-Down-Horror-Game, etwas crazy. Ich habe mal einen Stream ausprobiert. Müsst ihr mal angucken, ob es euch gefällt. Ark Survival Evolved. Da haben viele drauf gewartet.
Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob das noch so viele spielen. Ich habe nur zweimal reingeguckt. Mein Spiel ist es nicht wirklich. DreamWorks Dragon's Dawn of the New Riders, Paw Patrol das erste, Paw Patrol das zweite. Gerade ganz neu ins Stadia Pro Line-Up gerutscht. Der neueste Paw Patrol Teil wird meine Kinder sicher freuen. Foreclosed habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber auch hier eine sehr comichafte Umsetzung. Auch vom Storytelling soll das sehr gut sein, ist aber ein recht kurzes Spiel. Grime, sehr schwer, habe ich auch schon ausprobiert, aber ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Es ist so mehr ein Roguelike. Also man stirbt viel und man respawnt viel am Anfang immer wieder des Levels. Control Ultimate Edition und zwar die komplette Version. Sehr coole Umsetzung auf Stadia. Das lässt sich übrigens auch in den Demo-Games ausprobieren. Ys 9, Monstrum Nox, ganz neu zu Stadia Pro hinzugekommen letzten Monat. Ein sehr umfangreiches JRPG mit Echtzeitkämpfen, also weniger rundenbasiert. Bloodstains Ritual of the Night, noch nicht ausprobiert. Blue Fire, sehr cooles Indie-Game. 100 Days, den Maker of 100 Days hatten wir letztens im Interview und es ist wirklich ein tolles Game über die Herstellung von Weinen. Legend of Keepers Career of a Dungeon Master. Da wird der Spieß mal umgedreht. Man ist ein Dungeon Master und muss sich gegen die Angreifer, nämlich die Superhelden und die Helden, verteidigen. The Dark Side Detective. Erstmal der zweite Teil und dann noch der erste Teil. Fumble in the Dark und der normale erste Teil, Dark Side Detective. Beide super Point-and-Click, Pixel-Grafik, Adventure Games. Ein herrliches Retro-Erlebnis, diese zwei Spiele auf Stadia. Outriders, ganz neu zu Stadia Pro hinzugekommen, ist schon lange auf Stadia verfügbar, wurde viel gekauft, wurde auch viel zurückgegeben, weil es viele Probleme gab, aber die scheinen alle ausgemerzt. Ich habe es jetzt diesen Monat noch nicht angespielt, es ist neu in meiner Bibliothek, aber das ist natürlich ein absoluter AAA-Titel im Stadia Pro Lineup. Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 wird alle JRPG-Freunde freuen. Nanotale Typing Chronicles, selbst noch nicht ausprobiert, soll aber cool sein. Killer Queen Black, ein sehr schweres Spiel, hat aber auch Crossplay mit PC. Das heißt, man kann sich hier wirklich mit allen battlen weltweit. Es soll auch eine Liga geben für dieses Spiel. Case in the Wild Masks, ganz neu auf Stadia Pro hinzugekommen. Ein sehr knackiges, aber auch sehr frustrierendes Jump'n'Run, bei dem eine sehr akkurate Steuerung wirklich nötig ist. Hier könnt ihr die Vorteile von Stadia Pro mal voll ausnutzen. Terraria, selbst noch nicht ausprobiert, soll aber sehr viele Fans geben, die dieses Spiel gerne mögen. It Came from Space and Ate Our Brains, ein 2,5D-Shooter, sehr cool umgesetzt. Bald kommt der Nachfolger, vielleicht auch gleich wieder zu Stadia Pro. Pixel Junk Raiders, eine Eigenentwicklung von den Stadia Studios noch. Shantae Risky Revenge Director's Cut, auch ein Jump-and-Run. Epistory Typing Chronicles, der Nachfolger von Nanotale Typing Chronicles. Journey to the Savage Planet, auch eine Eigenentwicklung quasi noch von dem gekauften Studio, das zu SG&E, also zu Stadia Studios hinzugekommen ist. On to the End, selbst noch nicht getestet. Destroy All Humans, ein wirklich witziges RPG, wie soll man das nennen? Alle Menschen vernichten, aus der Sicht der Aliens alle Menschen vernichten. Forks, ein Rätselspiel, auch für die Kleinen, wirklich süße Umsetzung, aber auch wirklich kindgerecht. Cake Bash, der Spaß für die ganze Familie. Republik, ein etwas stranges, aber storylastiges Rollenspiel. Hitman, wer kennt es nicht? Die komplette First Season, also Hitman 1 ist übrigens das Spiel, das am längsten mittlerweile 16 Monate im Stadia Pro Lineup dabei ist. Dann Wave Break, ein quasi Bootfahrspiel, aber sehr Skateboard-lastig. Und Darksiders Genesis, der erste Teil der Darksiders-Reihe, noch im Stadia Pro Lineup. Also, was bedeutet das jetzt mit dieser ganzen Liste von 50 Spielen und diese 4, die jetzt hinzukommen und andere 4, die es wieder verlassen? Ich möchte es nur noch mal kurz erläutern. Ihr könnt diese Liste von komplett allen 50 Spielen, wenn ihr neu zu Stadia Pro dazukommt, sofort in eure Bibliothek übernehmen
und so lange spielen, wie ihr Stadia Pro-Mitglied seid oder irgendwann wieder werdet oder irgendwann wieder dazukommt oder irgendwann wieder Stadia Pro bezahlt. Jedenfalls den kompletten Monat lang. Und wenn ihr euer Abo beibehaltet, dann kommen neue Spiele dazu und in diesem Monat waren es diese 4. Es verlassen auch immer wieder Games das Line-up, aber ihr behaltet sie in eurer Pro-Bibliothek. Das heißt, eure Pro-Bibliothek wächst und wächst und wächst. Und wenn ihr später erst dazu kommt, dann könnt ihr diese Spiele, die die Pro-Bibliothek verlassen haben, einfach nicht mehr hinzufügen. So habe ich zum Beispiel irgendwann mal in meine Pro-Bibliothek Formel 1 2020 bekommen und kann es kostenlos mit Stadia Pro die ganze Zeit spielen, solange ich Stadia Pro-Mitglied bin oder irgendwann wieder werde. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Ich werde wahrscheinlich noch weitere monatliche Updates bringen und wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr sogar von YouTube umfassend informiert, wann immer ich ein neues Video hochlade. Damit aber niemand die Katze im Sack kaufen muss, gibt es bei Stadia auch kostenlose Demos, für die ihr nicht mal einen Stadia-Account, sondern lediglich einen Google-Account haben müsst. Das heißt, ihr könnt diese Games hier für die angegebenen Minutenzahl kostenlos ohne Stadia-Account einfach jetzt sofort testen. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder geht zu stadia.com/games und testet diese Games, zum Beispiel Pac-Man für 30 Minuten, MotoGP 21 für 60 Minuten, World War Z Aftermath, über das ich gerade gesprochen habe, oder Ease 9 Monstrum Nox für 120 Minuten kostenlos testen. Einfach anklicken, ausprobieren, ohne Installation, ohne alles, mit dem Browser ansurfen und direkt am PC, am Mac oder am Linux-Rechner losspielen. Wie gesagt, ihr müsst nichts installieren, ihr müsst einfach nur draufklicken. So, und jetzt dürft ihr mir nochmal schauen, ob ihr schon den Daumen hoch geklickt habt und teilt mir gerne in den Kommentaren mit, welches Spiel auf Stadia ihr schon gespielt habt und welches von den Demos oder von den Stadia Pro Games euch am besten gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.